Heute möchte ich euch ein bisschen mehr über den Radium erzählen. Mittlerweile sieht er nicht mehr so aus, sondern im Krampe-Design. Wir haben nicht nur den Radium als Produkt übernommen, sondern ihn auch individualisiert und angepasst. Angepasst heißt, wir haben Sachen optimiert, gerade besonders am Fahrgestell, das werde ich euch aber später noch zeigen, und aber auch die ganze Konstruktion versucht, an einem bereits ausgereiften Produkt noch weitere Stellschrauben zu finden, die wir optimieren können. Hier in der Konstruktion wurde jetzt im Fall des Radiums kein neues Produkt entwickelt, sondern ein bestehendes Produkt, welches wir übernommen haben, weiter ausgearbeitet. Ziel war es, dass wir Komponenten, die wir auch schon bei anderen Fahrzeugen verbauen, hier mit einbringen und somit den Radium mit der Krampe-DNA versehen. Aber lasst uns mal lieber in die Produktion gehen, dort zeige ich euch, wie wir den herstellen. Mit meinem Zettel in der Hand, da darf es auch keiner sehen. Als erstes gehen wir in Richtung Zuschnitt, dort fängt die ganze Produktion an. Wir starten hier im Blechzentrum. Grob gesagt entstehen hier die Bauteile und Komponenten, die wir selber fertigen für unsere Fahrzeuge. Hier sehen wir unsere Laseranlage, die vollautomatisiert funktioniert. Der Roboter nimmt die Bauteile aus dieser Metalltafel heraus, die fertig ausgelasert sind, legt die ab und im Nachhinein bedient er sich automatisch im Hintergrund an dem Lager und holt sich eine neue Blechtafel für den nächsten Zuschnitt. So, jetzt haben wir gesehen, wo die Kleinteile gefertigt werden. Dann gehen wir mal rüber in den Wannenbau. Da können wir schon sehen, dass der Wagen etwas mehr Form annimmt. Hier befinden wir uns im Wannenbau. Im Wannenbau liegt, wie der Name schon sagt, der Fokus auf den Aufbau und auf der Wanne. Im Hintergrund sehen wir einen von unseren 3 Schweißrobotern. Die Schweißroboter sind nicht dafür da, dass sie unsere Kollegen ablösen sollen, sondern dienen als unsere Unterstützung. Unsere Kollegen sind täglich mit dem Individualbau beschäftigt und für die Sonderanfertigung da. Aber wir sind ja hier für den Radium, so gehen wir mal auf die Suche. Hier sehen wir jetzt den Boden vom Aufbau des Radiums. Aufgabe der Kollegen ist es, die ganzen kleinen Einzelteile passend nach Zeichnung auszurichten, anzuheften und voll zu verschweißen. Hier befinden wir uns jetzt in unserem Zelt. Das Zelt haben wir nicht nur, weil wir gute Schützenfeste in der Region feiern können, sondern weil es uns auch wichtig ist, dass unsere Materialien trocken gelagert werden. Hier sehen wir das erste Fahrwerk vom Radium. Bei Krampe legen wir sehr viel Wert auf hohen Fahrkomfort und auf ein stabiles Fahrwerk. Beim Radium stehen uns insgesamt 3 verschiedene Fahrwerke zur Verfügung. Einmal das hydraulische Fahrwerk, das Luftfahrwerk und das Buggy-Aggregat. In diesem Fall sehen wir das Buggy-Aggregat. So wie das Fahrwerk hier steht, ist es vorbereitet für die Lackierung. Deswegen sind hier auch unsere schönen roten Reifen montiert. Hinter diesen Rollern findet die Farbgebung der einzelnen Teile statt. Nachdem alle Teile und Komponenten lackiert und getrocknet sind, findet die Endmontage vom Radium statt. Bei den ersten Wagen wurden die Monteure von den Konstrukteuren unterstützt, damit schnell festgestellt wurde, welche Abläufe könnten optimiert werden oder was muss allgemein angepasst werden, damit wir sehr schnell eine Serienreife erreichen. Bei diesem Radium sind bislang die seitlichen Rungen verbaut und man sieht, dass die Vorbereitungen stattfinden, damit der Boden montiert werden kann und im Anschluss die Kratzbodenketten draufgezogen werden können. Nachdem der Wagen in der Endmontage fertig ist, geht es für ihn weiter in die Endkontrolle. Hier wird der Lack geprüft, die Bremsen werden geprüft, unsere Bremsen werden nach COC-Typengenehmigung eingestellt und ein Funktionstest wird durchgeführt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie wir bei der Firma Krampe den Radium bauen und was zu der Produktion alles dazugehört. Wie ihr im Hintergrund schon seht, stehen dort mehrere auslieferungsbereite Radium, die nur noch auf den ersten Schnitt warten, um eingesetzt werden zu können. Falls ihr Fragen oder Interesse habt, dann meldet euch doch gerne.